Guten Morgen. Leider ist die Batterie von unserem Mikrofon ausgegangen und deswegen sprechen wir das jetzt so nach. Aufgewacht sind wir am Tagasud-Strand, das ist ein Hotspot für Surfer und seit Sonnenaufgang sind so viele Surfer da. Und es werden immer mehr. Ja, Lucia hat dann Yoga am Strand gemacht und wir haben ein leckeres Frühstück gehabt, Porridge mit Himbeeren und Zimt. Danach sind wir in die Werkstatt gefahren, weil die Radmuttern im Kosovo so fest angezogen worden sind, dass wir jetzt drauf gekommen sind, dass wir sie mit unserem Werkzeug gar nicht lösen können. Das heißt, wir lassen sie jetzt in der Werkstatt lösen und schrauben sie dann selber nicht so fest. Und unsere heutige Strecke ist geplant von Agadir nach Tan-Tan. Die Straßenlaternen, wo der Weihnachtsschmuck dazwischen befestigt ist, sind immer um ein paar Grad mehr nach innen geneigt, als die, wo kein Weihnachtsschmuck drauf ist. Ein Segment von der... Baby, I'm just being honest. I know my lies cannot make you believe. Boah, schau mal, ganz viele Karotten. In circles, that's why in my dark times I'll be going back to the street, promising everything I do not mean. In my dark times, baby, this is all I could be, and only my mother can love me for me. In my dark times, in my dark times, in my dark times, baby. In my dark times, light one up, let me bomb smoke, still coming down, dripping through. Got another man's blood on my clothes. Wir sind jetzt ein bisschen südlich von Tan-Tan, wieder ans Meer gefahren und werden heute wahrscheinlich noch auf einem Campingplatz übernachten. Passt. Und zum Abendessen gibt es lang ersehnte, weil wir sind doch länger gefahren als gedacht, Wraps mit der Soße von gestern und neuen Tomaten, Zucchini, keine Ahnung. Gesunder Gemüse-Schas heute. Still coming down and dripping through. Guten Morgen. Wir sind noch am Campingplatz, aber heute werden wir wieder Offroad fahren. Ja, wir haben die Batterie aufgeladen, wir haben ganz viel Wasservorräte, ganz viele Essensvorräte. Das heißt, falls irgendwas nicht klappen sollte, dann haben wir auch kein Problem. Und ja, wir fahren dann von Tan-Tan über den Plage Blanche zum Fort Bougerif. Wir wollen nämlich von dem Offroad-Reiseführer, von der Pistenkuh, den wir von Marina und Michael geborgt bekommen haben, wollen wir nämlich die Route STB von Tan-Tan nach Bougerif fahren. Das sind 186 Kilometer, davon 170 Kilometer Piste. Wir kaufen jetzt noch einmal Brot und ein Wasser, glaube ich, kauft die Karin auch noch. Dann werden wir noch tanken, dann geht's los. Brote, Wasser. Ja, und da gibt es ganz viele Schulkinder, die so aufgeschnittenes Brot mit irgendeinem Aufstrich oder sowas. Das ist auch ganz gut. Sollen wir sowas probieren? Ja. Ich glaube, das ist Fischaufstrich. Aber das essen hier alle Schulkinder, also muss es gut sein. Wie schmeckt das Sandwich? Scharf. So, es ist soweit. Wir haben den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Das ist in Tan-Tan in Südmarokko. Bis zur Westsahara sind es gar nicht mehr allzu viele Kilometer. Bis zu den Kanarischen Inseln sind es Luftlinie 300 Kilometer oder sowas. Also auch schon recht nah. Und Luftlinie zum Nordkap sind es nur 5200 Kilometer. Also Tan-Tan und die Region herum ist wirklich ein absoluter Hotspot für alte Defender und alte Series. Man sieht so viele in der Stadt und wir haben noch nie außerhalb von England so viele Defender gesehen wie hier jetzt im Süden von Marokko. Sie hätten die Möglichkeit eben auch unsere Route zu fahren, weil sie haben Allradantrieb und Sandbleche.
Sie fahren leider nicht zum Boucher Riff, aber sie haben gemeint, ja, was habt ihr für ein Auto? Ja, ein Defender. Und so, ach so, kein Problem. Manchmal geht es ein bisschen bergauf, bergab, Verbindungen gibt es, aber sollte überhaupt kein Problem sein. I know my lies cannot make you believe. Running in circles, that's why in my dark times I'll be going back to the streets, making those promises that I can never keep. In my dark times, baby, this is all I could be, and only my mother can love me for me. In my dark times, Teilweise erstaunlich gerade Wände. in my dark times, in my dark times, I've still got some problems, I know. Driving too fast, but I'm moving too slow. And I've got something I've been trying to. Da ist jetzt noch ein Campingplatz und ja, hätten wir das früher gewusst, wären wir wahrscheinlich daher gefahren, weil bis zum Tantan Plage sind es halt noch 30 oder 40 Kilometer mehr und es ist nicht wirklich wert. Kurze Pause, um den Reifendruck abzulassen. Jetzt wird schon langsam richtig sandig und das macht schon ziemlich Spaß. Anglais? ما كانش ماسوط عندكم ماسوط No. ماسوط ديال نضرب Nendo. نمشي ديال الطريق تعرف على المكس Okay. Also er hat so ein echtes Vorhängeschloss und da hat er den Schlüssel verloren, glaube ich. Oh. Also er hat was am Tankdeckel, ist mit einem normalen Vorhängeschloss zugemacht und ich glaube, er hat keinen Schlüssel dafür und kann somit auch nicht nachfüllen, aber ich weiß nicht ganz, was er wollte, aber ja, ich konnte ihm leider nicht helfen. Und hier gibt es mitten im Februar gelbe und lilane Blümchen. Eine gelbe und eine lila zusammen. Und da steht schon der nächste Series. Bonjour. Bonjour. بيوسي طوالة Français? Schraubendreher. تشوفش دو بغيت تعدل هذا دو فم الواد فم الواد Ja, sie haben es geschafft, den Reifen rauszugeben. Und jetzt haben wir den Kompressor angeschraubt. Bien, bien. Ja. Gut. Und du trinkst nicht. Das ist super. Du trinkst nicht. Das ist Ziegenmilch. Ja. Da gib's ihn wieder. Merci. Die Aussicht da ist so schön. Man sieht auch so Dünen am Strand und diese ganz großen, weiten Wellen. Und links, wo der Fluss mündet, das ist ein beeindruckender Platz. Wir haben dieses Reisemobil da stehen sehen und haben uns gedacht, vielleicht fahren sie ja auch auf den Plage Blanche und haben eben gefragt. Und sie waren aber schon am Plage Blanche und fahren sie in die andere Richtung, aber wir sind jetzt fast 2 Stunden bei ihnen drinnen gesessen und haben geplaudert und sie waren auch schon fast bis nach Japan und Kirgisistan und jetzt wollen sie eben vielleicht noch weiter in den Süden und reisen auch fast Vollzeit. 4.000 Euro. Ja, sie haben die Basis um 4.000 Euro bekommen und dann 4 Jahre daran gearbeitet.
Und die Kabine um wie viel? Auch extrem günstig. 300. 300 €, ja, eine alte russische Kabine. Alles selber gebaut und wirklich, wirklich schön. Ja, war eine sehr, sehr nette Begegnung. Wir haben schon gemeint, wenn es jetzt zu windig ist, um einen Schlafplatz zu finden, dann kommen wir wieder zurück und stellen uns neben sie. Baby, this is all I could be, and only my mother can love me for me in my dark times. Die Wolken sind gerade genau auf unserer Höhe und hin und wieder fahren wir in so eine Wolke hinein. Sieht jetzt auch schon so dunkel aus, aber wir waren vor 10 Minuten auf einem freien Stückchen und da haben wir gesehen, die Sonne ist noch lange nicht untergegangen. Also. Aber so schaut es aus wie Herbst. Es ist so stark nebelig, dass es schwierig ist, etwas zu sehen. Außerdem wird es schon dunkel. Aber im Endeffekt ist es auch egal, weil hier ist sowieso überall nichts. Also egal, wo wir uns hinstellen. Weiter rechts. Und vorhin sind 2 Leute mit dem Boot vorbeigekommen, Fischer, und haben uns einfach einen Fisch geschenkt. Und den machen wir jetzt. Er ist noch nicht ausgenommen und so, aber das kann ich schon. Vor 2 Wochen hat uns ein Marokkaner gesagt, dass die Schlangen und die Skorpione erst im April wiederkommen, weil es ihnen jetzt zu kalt ist. Und gerade haben wir einen Skorpion entdeckt. Ich hole jetzt ein paar Steine, um die Schnüre fürs Dachzelt zu befestigen. Und ich dachte mir, ich muss wirklich nicht aufpassen, weil ich habe mir wirklich gedacht, da könnten lauter Skorpione drunter sein. Ich muss nicht aufpassen, wenn ich die Steine aufhebe, weil es gibt ja keine, hat er gesagt. Und jetzt krabbelt einer herum. Boah. Ich weiß nicht, sind alle Skorpione tödlich? Nein. Aber wieso hat man dann so Angst vor ihnen? Also was können sie Weil mir es tun? weh tut. Bei Bienen hast du ja auch Angst. Nein. Es gibt Couscous, Zucchini, Zwiebel und den Fisch. Guten Appetit.